Morgen, schön, dass ihr wieder hier seid. Ja, mal gucken, was wir heute machen. Ich habe eine Idee, aber mal sehen, ob das so klappt. Ich bin selbst gespannt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe so eine Farbidee, aber ich will auch was ausprobieren. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Vielleicht brauche ich auch das Werkzeug heute und deswegen nutze ich das gleich, um das Wasser zu verwischen. Eine gute Übung. Und hier habe ich mir eine Farbe hingestellt. Ich kritzel aber vorher nochmal. Für alle Anfänger, finde ich, ist das immer ein toller Einstieg. So ein bisschen kritzeln, damit hast du schon so eine Idee von der Bildaufteilung. Und ja, diese Farbe, die soll es heute auf jeden Fall mal für mich sein. Bisschen Sonne. Hier ist es irgendwie nur dunkel. Es regnet die ganze Zeit. Deshalb will ich unbedingt mal die Sonne wiedersehen. Ich nehme hier einfach diesen Kupferfarbton dazu und komme jetzt so ins Malen und dabei ja, fange ich so an, auch abzutauchen. So ein bisschen den Alltag loszulassen und spiele hier so ein bisschen rum. Das macht Spaß und dabei kommen schon wieder neue Ideen. Ja, jetzt könnte ich hier auch so eine schöne Landschaft draus machen, denke ich gerade so. Aber ich will ja was ganz Bestimmtes heute machen. Ich will ja was ausprobieren. Ich habe hier so eine Gipsbinde und ich weiß gar nicht, ob die von alleine klebt, keine Ahnung. Ich probiere das auch als das erste Mal aus hier. Wir haben da schon öfter so Skulpturen mit belegt, aber so auf eine Leinwand als Struktur, ja, habe ich jetzt so auch noch nicht gemacht und probiere das jetzt auch einfach mal aus. Drück mal so ein bisschen das Wasser und die Luft raus, dann haftet das bestimmt besser. Dann schneide ich das hier unten einfach ab. Nicht runterrollen, bitte. Das geht ganz einfach hier. Das kann man ganz leicht abschneiden, ein bisschen randrücken, fertig. Ich habe die Idee schon ganz lange im Kopf und heute ist es endlich soweit, dass ich es ausprobiere. Und mal schauen, ob das mit meiner Farbidee überhaupt zusammenpasst. Da zweifle ich gerade dran, das merke ich schon. Aber egal. Aber darüber kommen ja auch ganz viele neue Ideen. Und ja, ich bin einfach gespannt. Jetzt hätte auch Lust auf eine ganz weiße Fläche, nur so ganz leichte Farbnuancen reinzubringen. Ja, aber mal schauen, was so kommt. Ich habe es ein bisschen geföhnt, also es ist noch nass. Aber ja, es sieht eigentlich gut aus, könnte haften. Ich glaube, das hält. Ja, weiß ist jetzt blöd, weil dann sehe ich die Struktur gar nicht. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich mache da einfach ein klein bisschen Farbe darauf. Läuft schon so in die Tiefen so rein. Jetzt kann ich das hier so ein bisschen verwischen und ja. Oh ja, wenn ich das jetzt so sehe, kommen natürlich ganz viele andere tolle Farbideen. Das hat für mich so diesen Antik-Effekt. Das finde ich ganz, ganz, ganz schön. So, gefällt mir gut. Jetzt muss ich nur mein Himmelblau, glaube ich, über den Haufen werfen. Ich hatte an sowas ganz leicht hellblau Winterlandschaft gedacht, zwischendurch. Ich nochmal, wie das mit dem Kupfer hier aussieht. Ja, es läuft natürlich nicht so gut da rein, aber es macht nichts. Kann man trotzdem so als Effekt nochmal nutzen. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal, wie das Hellblau da aussieht.
blauer Himmel und Sonnenschein im Winter in der Schneelandschaft. Das ist das jetzt gerade für mich. So, das sind doch schon schöne Effekte. Da, ja, jetzt bin ich völlig durcheinander. Jetzt sehe ich hier auch eine Baumlandschaft. Ich drehe das hier schon immer. Sieht irgendwie immer anders aus. Je nachdem. Hier ist viel Wasser. Moment. Okay, es wird dunkel. Ja, ich muss das, was ich so im Kopf hatte, das passt jetzt gar nicht. So, die Pinselstriche mache ich jetzt einfach mit dem Wischer hier weg, mit der Kelle. Dann kommen neue Streifen, aber die Streifen finde ich gar nicht schlecht. Schon wieder neue Ideen. Also Ideen über Ideen. Kann man nicht immer alle auf einmal umsetzen. Das ist schade. Oh, schwarz am Pinsel. Jetzt bitte nicht ins Türkis kommen. Vorhin nicht sauber gemacht. Gut ist es, wenn du den immer gleich abwischst. So, jetzt kommt noch mal das, was ich jetzt sehen wollte. Ah, super, oder? Das ist doch ein schöner Effekt jetzt hier. Da habe ich eine schöne Kombination. Die Farbkombi weckt auf jeden Fall jetzt die Lebensgeister und macht total viel Spaß. Ganz egal, ob mir es dann irgendwie gefallen wird oder nicht. Hebt einfach die Stimmung gerade. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir ganz gut. So hochkant oder quer. So, da sind jetzt so viele Farbschichten schon drauf. Das ist noch ja, so klamm, also empfindlich. Viel sollte ich da jetzt erstmal nicht mehr machen. Vielleicht noch mal ein bisschen was Dunkles dazu. Nee. Mache ich das Türkis noch mal ein bisschen kräftiger. Wirklich dunkel heute. Es hat geregnet die ganze Zeit und jetzt habe ich mal meine Werkzeuge alle sauber gemacht. Hör jetzt erstmal auf, habe mich abgearbeitet und habe total viel ja, auch auf der Leinwand gelassen, hatte aber auch ganz viel Spaß dabei, habe viele neue Ideen jetzt bekommen
und freue mich schon auf die nächsten Werke, die ich damit machen werde. Und lasse das jetzt so auf mich wirken. Das Türkis tut mir gerade total gut und ja, freue mich über die schöne Struktur. Ich hatte nicht so eine wirkliche Vorstellung. Einfach machen, ne? Hier nochmal der Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, das Bild, das kennst du auch, was hier hinter mir steht. Ich werde oft gefragt, welches Bild ist das? Das ist schon im Kanal. Also da kannst du nochmal raufgucken. Da haben wir Paste verwendet und ja, also viel Spaß. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr alle hier seid. Danke für dein Abo, vielen Dank für dein Like, vielen Dank für deinen Kommentar und für deine Unterstützung. Dankeschön. Strukturen finde ich ja immer wieder spannend und damit kann man sich so einfach ja auch in neue Welten begeben, finde ich. Und ja, so wie so eine alte Patina sieht das so aus, erinnert mich daran. Das Bild findest du auch im Buch und zu Strukturen findest du was im Buch, wie man Türkis selber mischen kann, findest du auch was im Buch und ja, ich freue mich, dass das so gut ankommt. Also vielen Dank für deine Unterstützung. Schau gerne auf meine Webseite. Dort im Blog findest du einige Artikel. Da steht auch ein Artikel über Türkis zum Beispiel. Also da schau gerne rein, informier dich. Danke für die Unterstützung, danke für die Spende, danke für die Bestellung, für die Bücher jetzt gerade mit der Widmung. Also vielen, vielen Dank. Auch für die Kunstwerke, die ihr bestellt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und mich unterstützt. Macht's gut. Tschüss.